Der Oktober, ein Monat voller Wendepunkte, Premiere, aber auch tiefer Einschnitte im Leben von Elvis Presley. Ob auf der Bühne, im Studio oder im privaten Bereich. In keinem anderen Monat wie im Oktober verdichtet sich die Geschichte von Elvis Presley so sehr wie im Monat Oktober. Dieses Video nimmt euch mit auf eine Zeitreise zu bedeutsamen, aber fast vergessenen Ereignissen aus dem Leben von Elvis Presley im Monat Oktober. Ereignisse, die Elvis Presley geprägt haben. Und im zweiten Teil der Show werden wir selbstverständlich auflösen, den Gewinner der Elvis-Single des Monats Oktober von euch wieder gewählt. Here's Elvis Presley. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen, toll, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Elvis Presley beteiligte sich bei einem Gesangswettbewerb bei der Mississippi Alabama Fair. Sein Song Old Shep. When I was a lad, an old Shep was a pub. Old Shep ist eine berührende Ballade über einen geliebten Hund. Der Song war für Elvis so bedeutsam, dass er ihn später sogar nochmal offiziell im Tonstudio aufgenommen hatte. Dabei sein ist alles, galt es für Elvis. Er gewann diesen Wettbewerb nicht, aber er gewann $5. Der erste kleine, aber bedeutsame Schritt auf einem Weg in eine tolle Karriere. Shreveport, Louisiana, es ist Samstagabend, 16. Oktober 1954. Das Publikum im Municipal Auditorium ist voller Erwartung, aber auch ein bisschen unruhig. Um 20 Uhr beginnt die Louisiana Hayride, eine der bedeutendsten Radioshows ihrer Zeit, vor allem im Süden der USA. Moderiert wird die Show von Horace Logan, der Moderator, der später Berühmtheit erlangen sollte, denn von ihm stammte erstmals der gesprochene Spruch Elvis has left the building. Elvis has left the building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman and he is now gone from the building. An diesem Abend gab Elvis Presley dort sein Debüt, begleitet von Scotty Moore an der Leadgitarre und von Bill Black am Bass. Der 19-Jährige betritt mit seinen musikalischen Kollegen die Bühne in Anzügen, die sie sich extra für diesen Auftritt ausgeliehen hatten. Elvis wird kurz interviewt und wir werden den Ausschnitt gleich hören. Er spricht noch extremen Südstaaten-Slang, wie er das später in dieser Form nicht mehr getan hat. Elvis Presley, let's give him a nice hand. Elvis, how are you this evening? It's fine, how you, sir? Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you we got on Sun Record. It goes something like this. Why, it's all right, Mama. Er gibt zum Besten seine erste aufgenommene Single mit That's Alright Mama, besser gesagt That's Alright, und Blue Moon of Kentucky. Diese Mischung aus Hillbilly Blues gepaart mit jugendlicher Energie faszinierte das Publikum. Die Leute jubeln, lachen, sie wissen gar nicht so recht, wie ihnen geschieht und manch einer sieht schon einen neuen Stern am Showhimmel aufziehen. Was viele nicht wissen, die Show wird von einem lokalen Radiosender KWKH übertragen in weiten Teilen der USA. Innerhalb von 48 Stunden erhält der Sender über 200 Anrufe und Fanbriefe. Das beeindruckt die Veranstalter so sehr, dass sie Elvis gleich einen Vertrag für mehrere Shows in der Louisiana Hayride anbieten. Elvis erhält für die damalige Zeit, war das relativ viel, $18 pro Auftritt. Es ist der Auftakt zu einer einjährigen Zusammenarbeit, in der Elvis fast jeden Samstag in der Louisiana Hayride Abend auftritt. Diese Auftritte waren für ihn deshalb so wichtig, weil er sich hier seine Fanbase im Süden der USA aufbauen konnte, die er später so dringend benötigte und für ihn so wichtig war für den landesweiten Durchbruch.
2 aufeinanderfolgende Shows im Pan Pacific Auditorium am 28. und 29. Oktober 1957 sorgen für Schlagzeilen. Elvis erlebt einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Höhepunkt seines Ruhms, aber es gibt auch Widerstand. Überfüllte Hallen, Ohnmachtsanfälle, elektrisierte Fans, all das gehörte zum Bild mit dazu. Es gibt aber auch Proteste besorgter Eltern und Lokalpolitiker. Man weiß nicht so recht, wie man Elvis einschätzen soll. Ist er ein jugendgefährdendes Phänomen oder gar ein neuer König der Popkultur? Wir springen ins Jahr 1970, 15. bis 17. Oktober, Gospel über alles, die Convention, die im Ellis Auditorium in Memphis, Tennessee stattfand. Elvis Presley trat nicht auf, nein, aber er war zu Gast. Er saß im Publikum und er war ja ein Gospel-Liebhaber, wie wir alle wissen, und er lauschte dort vor allem den Darbietungen von J.D. Sumner and the Stamps und auch allen anderen Gospelgrößen des Memphis Southern Gospel, die damals dort auftraten. Elvis besucht diese Veranstaltung unauffällig, er will kein Aufsehen erregen, aber doch präsent. Und so gibt es auch Backstage-Begegnungen unter anderem mit J.D. Sumner, der damals noch nicht sein musikalischer Partner war, die Blackwood Brothers und andere Größen, die dort auftraten und die Elvis so sehr verehrte. Elvis lauscht den Gospelchören sehr andächtig. Es ist seine spirituelle Heimat. Für ihn war der Gospel immer wieder eine Rückkehr zu seinen eigenen Wurzeln. Und nicht wenige der Leute, die auf der Bühne standen und dort die Gospels sangen, waren in irgendeiner Form, entweder aktuell schon oder später, Teile von Background-Chören, die Elvis Presley live auf der Bühne begleiteten. Thank you. This is James Blackwood speaking, and from Memphis, Tennessee in Ellis Auditorium, we present the National Quartet Convention. The greatest gospel singing groups in America are gathered here tonight. Right now, ladies and gentlemen, a group that is fast gaining a place in the hearts of millions of people who love gospel singing. They too are making their home right here in Memphis now. Let's make welcome the Stamps Quartet with Smiling Joe Lopez. Here they are. Nach über 6 Jahren Ehe und der Geburt ihrer Tochter Lisa Marie Presley wird am 9. Oktober 1973 die Ehe zwischen Elvis Presley und Priscilla Beaulieu Presley geschieden. Beide erscheinen Hand in Hand zur Anhörung und Priscilla hat später in einem Interview gesagt: Wir liebten uns noch, aber wir lebten in verschiedenen Welten. Der emotionale Abschied wird sehr respektvoll und freundschaftlich vollzogen. Doch der Schein trügt. Für Elvis Presley markiert dieses Ereignis, diese Scheidung, den Auslöser einer inneren Unruhe, die er bis zu seinem Lebensende 4 Jahre später nicht mehr loswerden wird. Knapp ein Jahr später, am 2. September 1974, nimmt er in Las Vegas im Rahmen seiner Show Stellung zu der Scheidung und wie das damals ablief, und er erwähnt auch, dass er seiner Frau einen Rolls-Royce, einen $40.000 weißen Rolls-Royce geschenkt hat. Wir hören mal rein. But because of the circumstances involving my career, I was traveling too much, I was gone too much, and it was just an agreement that I didn't think it was fair to her because I was gone so much and everything. So I therefore, as decently as you can do that type of thing, we just made an agreement to her to always be friends and be close and care, because we have a daughter to raise, and for her to have whatever she wanted as a settlement. After the settlement, it came out about $2 million, you know. Well,
After that, I got her a mink coat. I know it. I'm talking about the mink coat. You hang loose over there. The XKE Jag, after the song, just gave it to her. She got me, listen to this, tonight, $42,000 white Rolls Royce. Graceland, Oktober 1976. Wir steigen in den Keller, in den Jungle Room von Graceland, der Ort für Elvis Presleys letzte Studioaufnahmen. Der Keller wird zum Studio. Im Jungle Room nimmt Elvis seine letzten Songs 1976 im Oktober auf. Darunter Way Down, seine letzte Hitsingle zu Lebzeiten, She Thinks I Still Care und Pledging My Love. Bereits im Februar begannen diese Sessions, wurden dann praktisch ein halbes Jahr unterbrochen und wurden dann im Oktober fortgesetzt. Elvis Presley war nicht mehr zu bewegen, in ein Studio zu gehen. Und im Februar ist etwas geschehen, was die Intimität und die persönliche Aura dieser Aufnahmen schön widerspiegelt. Es klingelt nämlich während der Aufnahme von Bitter They Are, Harder They Fall das Telefon und Elvis bricht die Aufnahme ab und reagiert sehr erbost über diese Aufnahme, die allerdings im Februar war, aber ich spiele sie jetzt trotzdem ein, weil es thematisch natürlich zu diesen Sessions passt. Just what she's done, and a house cut. Yeah, phone just rang. Damn telephone. Turn the thing off. Shoot it off the wall. Es ist einer dieser menschlichen Momente des Stars Elvis Presley. Er ist gestresst, er ist müde, er ist genervt wegen des Telefons, aber er ist immer noch voller Musik. Produzent Felton Jarvis erinnert sich später, Elvis war ruhig, er war fokussiert. Er wusste, dass diese Sessions besonders waren. Die Aufnahmen landen später auf seinem letzten Studioalbum Moody Blue, das im Juli 1977 erschien. Für viele Fans sind sie ein eher leiser Abschied des King of Rock'n'Roll, voller Seele, voller Traurigkeit, aber auch voller Würde. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich konnte mit diesen Aufnahmen, vor allem mit denen des Albums vom Elvis Presley Boulevard Memphis, Tennessee, anfangs wenig anfangen und vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun. Mittlerweile schätze ich diese LP auch sehr, wobei ich Moody Blue schon immer gut mochte. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr diese Aufnahmesessions von 1976? Sind sie einfach nur Elvis' letzte Aufnahmen ohne größere nennenswerte Hits oder sind sie vielleicht so etwas wie ein persönliches Abschiedsgeschenk, ein persönlicher Abschluss einer tollen Biografie, wenngleich Elvis das natürlich nicht wusste? Ja, kommen wir nun zur Single des Monats Oktober, von euch gewählt, mit großem Abstand die Single If I Can't Dream. Der Song, mit dem Elvis das spektakuläre NBC TV Special abschloss. Ein Song, der Bezug nahm auf die Ereignisse um Martin Luther King, der amerikanische farbige Baptistenprediger, der ja erschossen worden war. Und er hatte ja immer diesen Spruch geprägt, I have a dream. I have a dream. That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Der Song von Elvis knüpft genau daran an, If I Can Dream. Und das ist, wie ich finde, ein großartiger Song. Ihr habt ihn meiner Meinung nach völlig zu Recht auf Platz 1 gewählt, als Single des Monats Oktober. Schauen wir uns mal kurz die Chartplatzierung an. Der Song erreichte nur einen 12. Platz in den US Billboard Single Charts und zwar am 1. Februar 1969 war er dort auf Platz 12 angelangt, seine höchste Position. Jetzt werden vielleicht einige fragen, wie kann so ein toller Song nicht in die Top 10 kommen oder eigentlich auf Platz 1 kommen? Nun, dazu muss man sich mal die Charts vom 1. Februar 1969 ansehen. Ich habe das getan und das erklärt ein bisschen, warum Elvis hier nicht wirklich wesentlich höher kommen konnte. Denn Platz 1 in diesen Charts
war Crimson and Clover von Tony James and the Shondells. Wir kennen diesen Song alle, ein absoluter Klassiker. Und in den Top 10 auch I Heard It Through the Grapevine von Marvin Gaye. Also es waren echte Schwergewichte, mit denen If I Can Dream zu konkurrieren hatte. Und als Ballade, nachdem ja Crimson and Clover auch eine Ballade ist, auf Platz 1, I Heard It Through the Grapevine auch eher Balladencharakter hat es eine dritte Ballade schwer, dann auch noch so hoch reinzukommen. Das ist meine ganz persönliche Erklärung, vielleicht auch ein bisschen spekulativ, aber ich denke, es kommt ganz gut hin. Und wir müssen den Erfolg als das sehen, den er war. Platz 12 ist natürlich eine tolle Platzierung, auch wenn wir sagen, für uns wäre der Song auf Platz 1 und für euch war er ja auch auf Platz 1 von allen Singles, die Elvis Presley zu Lebzeiten im Oktober veröffentlicht hat. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why can't my dream come true? Danke, dass ihr mitgemacht habt und wir werden natürlich auch im November wieder die Single des Monats November wählen. Bleibt also dran. Ja, es gibt noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche wird es mal wieder Interviews geben. Ich habe eine tolle Veranstaltung, die ich ein bisschen bewerben möchte und ich werde sogar 2 Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung verlosen hier auf meinem Kanal. Das wird es nächste Woche geben. Eine tolle Elvis-Show in Frankfurt am Main am 3. Dezember. Könnt euch schon mal im Terminkalender blenden, wer von euch da Zeit hat. Es wird 2 Eintrittskarten für eine spektakuläre Show geben. Mehr dazu aber nächste Woche im Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke für euer Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Seid Gott befohlen. Bleibt gesund und wie immer, long live the King. You like that, huh?